Hallo. Es wird weiter. Terroristen getötet. Zerhackt. Ups, meine Maus. Ich habe mir die Aufnahmen die Aufnahmen von gestern mal angeschaut. Und ich denke, das hat mir jetzt ziemlich... Finden Sie den Zwergengecko? Okay. Hat mir ein bisschen geholfen, ein bisschen zu raffen, was hier abgeht. Und habe gesehen, dass ich an Haufen Sachen vorbeigelaufen bin. Aber so ist das normal. Spielen wir mal weiter hier, das schöne Spiel. Nicht, nee, so hier. Das hier aufsammeln. Yeah! Bam! Verzeihung. Scheiße, fangt schon wieder an hier. Right. I thought you said stealth ops were your specialty. Leck mich! Yeah, Bullseye! Yeah! Ich muss erstmal wieder nicht reinkommen hier! Upsala. 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 Bam, 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 bam. Upsala, was ist der denn? Huch! Das ist natürlich eine sehr ungünstige Stelle hier. Ey, komm! Was soll das? Ey, was soll das denn? Doofe Stelle zum Campen. Hatte nicht mehr viel gefehlt, ey. Immer wenn das Zeichen kommt, kann man ihn zerhacken. Das habe ich gerafft. Hatte ich mich eine ganze Weile immer verscheckt und nicht begriffen, dass man halt, wenn dieses Zeichen da kommt... If they continue to increase security, they may shut out all outside network connections. Please do your best to avoid being seen. Ja, wie jetzt? Ich wusste nicht, dass das hier ein Schleichspiel ist. Was haben wir denn hier? Ja, okay. Ah, und dann ist das noch, wenn man... Alles, was hier so... Warte mal. Ah. Warte mal, oben ist irgendwas. Komme ich darauf? Ja, klar. Da und da hinten ist noch irgendwas. Oder? Hä? Kiste mit Gegenstand. Wie komme ich da rein? Also alles, was hier so blau leuchtet, kann bewegt und zerschnitten werden und sowas. Ist ja jetzt komisch, wie komme ich denn da rein? Ich schätze mal gar nicht. Ich habe mich auch ein bisschen geärgert in der allerersten Folge, dass ich so ein paar Dinger verkackt habe. Nimmt halt so ein bisschen den Flow raus halt, ne? Aber gut. So ist es halt, wenn man halt nackt spielt, also blind spielt. Das erste Mal. Oh! Nett. Sind das die Kinder? Waren das die Kinder? Sehr gruselig. Oh, Alter! So, erstmal mehr meinen Saft nehmen. Zack! Kacke!
Also immer wenn man sie quasi einmal vertikal, nee, horizontal, ups, wenn man sie einmal horizontal kalt macht. Oh, jetzt kann ich da nicht mehr rein, okay. Is it over? For now, yeah. Ah, But that room, those were cyborg brain casings. Da, we saw. George said they were harvesting organs from kids. Yes, this must be why they are trafficking children. Perhaps other organs are being sold elsewhere, but they are definitely taking the brains. Jesus. Are they making these kids into cyborgs? Wait, the cyborgs you've been fighting, did they seem like they might be kids? You Yes. said earlier that child soldiers have a telltale approach to combat. Yeah, but I didn't see it here. Those weren't kids. So, what? Desperados just doing the surgeries there? We've got to do something about all those brains. And the other kids George was talking about. He just escaped a few hours ago. They couldn't have taken all their brains out that fast. True. There could still be a bunch of kids they haven't touched yet. I better move. ja. Heilige Scheiße. Was machst du mit solchen Dingern dann, mit solchen armen Seelen? Warte mal, hier war's? Ach so. Ja klar. Haha, splendid! It is all ours. Now, use it to locate a data input terminal. These guys are pretty jumpy now. Any funny business, and they might just open fire. Try latching onto cyborgs' heads from behind. Then, an electric shock should knock them unconscious. Yeah! Geh weg, Kopf. Muss ich auch lang? Hier offensichtlich nicht. Zack. Und Schock. Haben wir noch den anderen hier? Ach, das ist ja noch einer. Egal. Ich muss ja nicht jeden kalt machen. Denke ich mal. Da unten ist ja nichts, oder? Nee, komm. Man kann ja auch rennen hier, klar. Das ist ein bisschen... Hä, warte mal, da ist was. Haha. Ein Datenspeicher. Oh! Du blöde Socke. Alter, jetzt mal ernsthaft. Ah, lasst mich! Ich bin doch nur ein kleiner Roboter. Ah! Ach, Mann! Oh! Was ein Quatsch! Game over oder was? Echt jetzt? Nimm mich doch einfach einen nächsten Roboter. Splendid! It is all ours. Now, use it to locate a data input terminal. Das ist ja albern. Naja, gut. These guys are pretty jumpy now. Any funny business, and they might just open fire. Ja. Try latching onto cyborgs' heads from behind. Then, an electric shock should knock them unconscious. Okay. So.
Warum nicht gleich so hier? Wap, 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 wap. Da, den Typen noch hier. Sind wir hier? Okay. Was muss ich jetzt machen hier? Scheiße. Ist irgendwo rauf oder was? Ich raff's gerade nicht. Ist hier da oben irgendwo? Ich habe echt halt keine Ahnung, weil, ne, wie gesagt. Wo muss ich denn hin? Da oben irgendwo? Das kann doch nicht sein, dass ich hier lang muss. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt auf so einen kleinen anderen Dude treffe? Ist der dann böse auf mich? Oh Mann, ey! Ah, die Kamera, ne? So ein Blitzschlepp, bam! Scheiße hier, ey. Ich raff's nicht. Okay. Also man kriegt sie doch kaputt irgendwie. Ach, Mann. Sag mir nicht, ich muss hier einfach hier rangehen. Nee. Was? Ich raff's gerade nicht, ernsthaft. Ich raff's nicht, was ich machen muss. Ich sehe auf der Kamera, dass da irgendwo ein Gang ist, irgendwo hier so. Oder da unten, aber ich komme ja nicht rein. Das heißt also, ich komme da nur als Raiden dann rein. Hier irgendwo. Ach, da. Moment. Ich glaube, ich hab's. Warte. Ich hab's verstanden. Das ist auch echt unklar gezeigt, ey. Wenn man es nicht weiß, dann steht man ein bisschen da und denkt sich, wo muss ich denn hin? Hier oben. Ja. Kampf D. Okay, also es geht sogar unter B. That terminal is most likely designed to download mission data and such into the UGs. Let's try using it to access the lab's server. Scheiß USB. Raiden, So. I found something. In one of the Sentry Cyborg's visual logs. Guess who shows up? Patch it through. Right away. Dieser Jet-Set da. Jet Sam. Ach ne. Send us what you do have. You've already commenced the plan. The Sears program? Yep. Same one old Georgie boy used on the kids in Liberia. Okay. Of course, it's right straight to the brain now. Feels as real as anything else.
It's astonishing. And your work is late. We need to ship before our cover is blown. We got some assholes snooping around. We just do not have the full quantity yet. Each brain has its own unique requirements. It's not like we can just pop them out with an ice cream scoop. All right. Make your point. Oh, thank you for understanding. Sir, what do you have now? I'll destroy any unharvested inventory. Okay? But have you any idea what they cost? Last I checked, children weren't exactly rare in the part of the world. Millions of them, in fact. You can get more once we set up a new lab. They lead lives of hunger and pain. Warum gerade Kinder? Weil ihr Gehirn noch nicht entwickelt ist? And the cities they burden. But just gathering the donors requires a das ist jetzt significant verbunden. investment. Yes, you'll get the money. Accounting will be in touch. Gracias. I assure you we will dispose of our inventory the instant we can confirm payment. Are we done here? I've got a full slate today. Okay. Say is a demanding mistress, and America has suffered long enough. Oh, yes, sir. Thank you, sir. Let me see you out. You see that, Kev? Imani's killer. Desperado's chief of operations goes by Sundowner, the Californian wildfire. The kids. Think we're too late? Only one way to find out. George was still alive. Maybe the payment hasn't come through yet. Maybe. But you heard what he said. They've already started some brains on VR training. There must be more than just what I found here. What about the VIP in the suit? I'll find out. You definitely seem familiar. Right. I'm going after the kids. Was? Direkt Alarm oder was? Was geht denn hier ab? Yeah! Geil! So. Der ist kaputt. So, den hier, den nehme ich nur noch auseinander. Ja, damit. Es gibt immerhin KP, ne? Also wenn ich volle Power habe hier, also wenn hier quasi mein BZ voll ist, kann ich die direkt zercutten. Ohne jetzt quasi extra die zu schwächen oder so. Das geht direkt. Und kann mir direkt ihren Saft entnehmen. Das bringt gut Punkte, muss ich sagen. Also, insofern. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Nee. Aber da hinten war so ein komischer Container. So ein, ich weiß nicht, was das war. Yeah! Hier, genau, das meine ich. Was ist denn das? Komisch, hätte ich schwören können. Das sieht aus, als könnte man das irgendwie benutzen. Ha, aber ist wohl nicht so. Jetzt war ja doch unten eine Tür irgendwo. Hier, da meine ich. Ach. Bad news, right? We can't find George. What? Maybe the coordinates you sent us were off? No way. I merged the GPS location of our entry with all my movement data from that point on. This is bad. You think they got to him first? I don't know. I'll have our guys sweep the area. Thanks. I better keep moving. Okay. Nicht gefunden. Blöd.
Da siehst du halt, alles, was blau leuchtet, kann zerhackt werden. Oh! Okay. Irgendwas? Hä? Kiste mit Gegenstand. Ja, und wie kriege ich das auf? Ah, ich Idiot, ey. Oh, toll. Und jetzt habe ich die anderen... Komme ich da nochmal hin? Zurück? Ah, scheiße, ey. Egal. Wie? Wegpushen. Alter! Alter, wie mache ich denn das jetzt? Okay, wie mache ich das jetzt am besten? Shit. Warte mal. Was haben wir denn hier noch? 3D, 1, Stealth-Technik. Nehme ich mal. Toll. Hat super geklappt. Rotes Phosphor, Granate. Alter! Oh, das gibt's nicht. Was mache ich denn jetzt? Scheiße, ey. Bin ich hier irgendwo rüber? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, ganz ehrlich. Sorry, aber was soll das? Also, das ist ja teilweise wirklich, das ist ja ziemlich Trial and Error hier, der ganze Scheiß teilweise. Also, ja klar. Ey, was soll denn der Mist? Ich habe keinen Schimmer, was ich hier machen soll. Absolut nicht. Ich raff's nicht. Was soll ich hier machen? Was für ein Quatsch. Tut mir leid, aber das ist ein totaler Quatsch hier gewesen. Ja, geil. Alter, ist das affig. Sorry, aber das ist so affig gemacht. Kacke, ey. Oh. Alter, du kannst nicht mal weglaufen.
Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich schätze mal... Na komm. Komm schon. Tschüss. Ah, Mann, ey. Es ist halt eben kacke, wenn du halt immer abprallst. Muss ich leider sagen, haben sie es schlecht gemacht. Wenn du das erstmal noch nicht raffst, was du machen sollst, ist es sehr schlecht gemacht. Na komm jetzt! Ah, dieses Gewackel-Scheiße, weißt du? Ich finde, das könnte allgemein was... Komm, komm. Alter. Alter, ist das krass. Ach du Scheiße. Alter, das ist aber mal ein richtig beschissener Kampf. Zumal... Alter, ich kann das nicht mal dodgen. Und diese Scheiße mit diesen Wackeln da, mit den Controller wackeln. Das ist schon in anderen Spielen totaler Mist. Zumal... Ach, komm jetzt. Warte mal, ich muss doch hier irgendwie... Ach, ist das Eis. Langsam wird's langweilig. Langsam wird's echt langweilig. Hier, diese Scheiße hier mit dem Wackeln. Das ist schon in anderen Spielen totale Scheiße, weil einfach das Ding nicht dazu gemacht ist, so zu halten. Alter, ich sehe nix. Komm schon. Alter. Ey, die Kamera, ne? Ich krieg die Krise, ey. Das ist ja ein Rumgezuckel hier.
Okay, leck mir am Arsch. Hab ich hier irgendwas? Elektrolyten? Ach, Brennstoffzelle, mein Gott. Reparatur, Substanzen kann verwendet werden, reines Lebenanzeige. Hä? Hat er doch gemacht? Hat er gar nicht gemacht? Ja. Ja, nimm's doch, du Hund! Alter Vater, ey. Oh, egal. Egal, ey. Was ein Scheißding, ey. Alter, ey, was für ein Dreck. Was für ein Dreckskampf, von vorne bis hinten. Also es ist eine ganz beschissene Nummer, wenn du abprallst. Stephen Armstrong. As in Colorado Senator Stephen Armstrong. They're already talking about him shoe-in for the nomination in 2020. And get this. 2 years ago, a federal grand jury investigated his ties to a certain private... World Marshal. One of the biggest PMCs out there. Ja. I remember. Meine Fresse. Geil war das jetzt nicht, du. Das war eher Gehacke. The single largest investor in military cyborg R&D in the world. Guess that answers the question of who's backing Desperado. Marshall and Desperado in bed together. Should make for some fun headlines. Headlines? This is World Marshal and a U.S. Senator we're talking about. There won't be any headlines. Even without the Patriots filter, no major media outlet will investigate allegations like these. It'd be financial and political suicide. So we just what? Sit back while they keep carving up kids, stand aside while they build an army of cyborgs? You heard them. We shut down one lab, they build another. Correct. They're planning something big, Kev. We can't just wait for it to happen. We need to hit them first and hit them hard where it counts. No, Raiden, no. I know what you're thinking, and just know. Colorado is in America, and America has these things called laws. And law enforcement in Denver was privatized and farmed out to... Marshall, yes, so what? There are still laws, and it's their headquarters, for Christ's sakes. You'd be heading right into the heart of a raging shitstorm. I didn't say it would be easy. We'll figure it out once the kids are safe. Jesus Christ. Kevin out. Okay. Erstmal die Kinder kriegen. Also wie gesagt, das war jetzt eine ziemliche Shitshow, muss ich sagen. Unabhängig von dem, wie gut ich war oder wie schlecht ich war. Aber es ist einfach ein sehr schlechtes Zeichen, wenn du mit dem Schwert zuschlägst und du prallst ab. Weil dann sieht es automatisch, dann sieht es automatisch erstmal so aus. Dann sieht es automatisch aus, als würdest du nicht treffen oder es würde keinen Schaden machen. Aber es hat Schaden gemacht, nur es sah halt eben so aus, als würde es keinen machen. Und das ist, muss ich sagen, ist eine ziemlich beschissene Nummer, um jetzt den Spieler zu verdeutlichen, okay, du machst ja was richtig. Weil ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, es klappt nicht, es klappt nicht, es klappt nicht. Auch der Anfang, um den Scheißding da zurückzudrängen, das war eine Shitshow ohne Ende. Ich meine, guckt euch mal, wie der springen kann. Ja, der springt nicht besonders weit, der springt nicht besonders hoch, normal würde ich sagen. Es gibt da hier keine Ausweichrolle oder sowas, ne, wo ich sagen kann, okay, der Gegner kommt, ich weiche schnell aus. Ne, sowas gibt's hier nicht, zumindest habe ich hier noch nicht sowas. Ich hatte einen Schlagbutton und... Nee, sowas gibt's hier nicht, deswegen kein Schimmer, wie man das ja, mit Dings machen will. Also du kannst zum nächsten Gegner springen, wenn du den Angriffsknopf drückst und dann zum nächsten Gegner jumpst. Das geht, ja. Das funktioniert, aber mehr auch nicht. Toll. Ja, komm her. Trau dich. Waren die da?
kann ich die ja schön von hinten, wenn sie wieder zurückgehen. Ah, Herr! Das wollte ich haben! So. Ja, also schon mal scheiße gewesen, der Kampf. Beziehungsweise es hat sich nicht gut angefühlt. Das ist eher so ein Ding. War kein schöner Kampf. So ein eigenartiger Roboter. Ohne Fleisch, ohne nichts. Ah, an artificial blood cryopreserver. They must have begun preparatory freezing. What do you mean? That device is filled with synthetic blood plasma. It can slow the metabolism of a harvested organ, circulating this plasma to sustain oxygen levels. You can preserve an arm, a brain, any body part for several hours. So what are they freezing, and why? I could not say. Perhaps they plan to sell off the organs of the children they were told to dispose of. Unbelievable. You had best hurry, right? Right. Naja, Kapitalismus, ne? Okay, ja, hier ist noch so ein Ding. Okay. Vor allem, ich will jetzt nicht zu sehr in Meckerlaune gehen, aber gerade eben bei den... wo die sagen, schieb den mal weg. Dass sie da nicht wie sagt man, ein Button hier, Event gestartet haben, wo man irgendwelche Knöpfe drücken muss, um den wegzuschieben. Das ist... Verstehe ich nicht. Nein, da musst du mit einem Schwert auf das Schild einschlagen, also das Frontschild, damit du den wegschieben kannst, in Anführungszeichen. Eigenartige Nummer. Und auch diese Sache hier mit dem, wenn du so dizzy bist und dann halt diesen einen Trigger halt hin und her mashen musst. Ich habe immer, ehrlich gesagt, das Gefühl, ich möchte das am liebsten gar nicht machen, weil egal wie oft du das machst und wie schnell du es machst, vollkommen egal, der Gegner trifft dich sowieso fast immer. Und dieses Hinwiggeln hin und her, ich weiß nicht, ist eine ekelhafte Nummer. Ich meine, dann hätten sie doch lieber einen Knopf nehmen sollen, wo man drauf drückt, anstatt irgendwie so ein Hin- und Hergeeiere, weil dieser Joystick ist für präzise Eingaben gemacht und nicht zum Hin- und Herwickeln wie bei Mario Party, und Knöpfe sind zum Button-Mashen da. Insofern finde ich das immer eine sehr behinderte Belegung, weil in der Regel schaffst du das sowieso nie rechtzeitig. Also es ist, ja... Ha. Noch alle da. Shit! No! Hey, stop right there. Zyklon B, verdammt. George! Woher kennt er ihn nicht? You've heard of chloroform? A potent anesthetic in smaller doses. But breathe too much of it? And adios, muchachos. Mach doch die Scheibe einfach kaputt, Wayne. Du hast doch ein Schwert. Break that glass and I'll blow his brains out. Ah, das ist natürlich ein Problem. Surrender or decide the needs of the many or the needs of the few. Entscheide dich. Quiet, pendejo! Surrender! I won't ask again. Mach das Glas kaputt, Wayne. Hör doch mal auf rumzueiern. Are you sure? Oh Gott, die Cars sticken da hinten. I'm ready. Me life now so precious. Ting, what if we can take this skunt to hell with me? Cállate! Lass ihn als Held sterben. Besser als nichts. That's all I needed to hear. Was? Die fallen da hinten um. Was ist denn hier los? I'll kill him, I swear! Ach, du bist kein Mörder. Yeah! Komm schon, Hand ab!
Oh. Nett. Ich weiß, das sollte jetzt ein bisschen dramatisch sein, aber ich fand halt die lange Überlegzeit, während da hinten Kinder ersticken, fand ich jetzt ein bisschen eigenartig. Gut, Markashi-Kleidung, achso, die Sombrero und allem. So, okay, weiter. Ja, bitte. Gucken, was wir mal Neues dazu gekriegt. Körper neu gekriegt. Achso, traditionelle Bekleidung mexikanischer Volksmusiker, die Wyatt in einen Souvenirladen südlich der Grenze bei der misslungenen Versuch gekauft hat, sich unter die Bevölkerung vor Ort zu mischen. Hauptwaffe. Was haben wir denn hier? Kraft 2. Warte mal, bevor ich das hier... Schaue ich nochmal kurz. Was haben wir da noch hier? Leben. Ne, erstmal Leben, ne? Ist klar, das ist wichtiger. Brennstoffzelle. Ist auch wichtig. Fertigkeiten. Naja, das kaufe ich nur, wenn ich was übrig habe. Hier, Waffe. Das reicht gerade so, wahrscheinlich gerade so für alles. Was ist das hier? Energie 2. Also auf jeden Fall brauche ich Kraft. Energie. Brennstoff. Ach, die Menge an Brennstoff verbraucht. Okay. Und hier ist Verbesserung, die Fähigkeit, mit der Waffe Elektrolyte aus den Brennstoffzellen von Feinden zu absorbieren. Energie oder Absorption? Ich nehme Absorption. Weil ich glaube, hier kann ich jetzt nichts mehr. Ne? Jetzt bin ich... Ja, okay. Ja, das war's. Denver. Police are still investigating a motive. President Hamilton is on his way to the Middle East this morning for his scheduled visit with Pakistani President Farouk Salam. The meeting is viewed as an attempt by the U.S. to strengthen relations amidst a surge of anti-American sentiment in the region. Yo, me ninja brother! George, good to see you up and about. How you feeling? Never better, nah? No pain, no more for Star while them hunger space eat, and me never ever feel so awake, nah? That's because your blood sugar levels are being maintained automatically. Beats the hell out of coffee. Oh! Me been here you go while I got them scone in the base. Why the rasta you not take me with ya, huh? Damn it, Doc. Sorry, kid. You'd just be in the way. Aw. Besides, I thought you didn't want to be a killer, right? Me don't, but... Killing isn't fun and games. Remember that. Right. Ach, ich denke mal, wenn man sich da erstmal dran gewöhnt hat, macht es bestimmt Spaß. Ich meine, Jagen macht auch Spaß. That's all I needed to hear. Ja, genau, Raiden. So sieht's aus. Du brauchtest nur die Rechtfertigung. Ja, Raiden. Yeah, just remember that. Oh! Raiden, what is this, Gehirne? You cannot resign! Sorry, Boris, it's done. Can't have a Maverick employee involved in a corporate raiding now, can we? You could at least come talk to me. No. It was time to break away from the old team, Boris. Past time. You cannot take on Marshall all by yourself. I won't sit by while they butcher little kids and ship their parts around like meat. It's sick. It's not all so simple, Raiden. They import those brains legally. For medical purposes, it's all... Being legal doesn't make it right. Raiden. Korrekt.
Yeah, Mann, fahr! Scheiß auf Gesetze. Fuck you too! Ja, der Hund. Der ist schon gar nicht mehr drin. Ja, doch, eben gerade sagst du, es wäre gar nicht mehr drin. Das ist ja geil. Ich habe jetzt eher erwartet, dass er auf den Rädern landet und weiterfährt. Das wäre... Bisschen mit der Erwartung gespielt. Leute, ihr wollt das nicht. I will patrol ahead. Mach das. Bis später. Military cyborg, you are not licensed to operate in this area. You're in violation of state and federal law. Jetzt wird's interessant. Guess you better arrest me then. 18.3104.7, threatening a peace officer. Deadly force is authorized. Yeah! Oh fuck. Schon direkt ihn auf die Fresse gekriegt. Haha! Her mit meinem Saft! Polizeisaft! Her mit meinem Polizeisaft! Mehr! Das willst du doch nicht wirklich! Mehr! Yeah! 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 Saft! Komm, lauf doch einfach weg. Haha, geil. Oha! Hoch! Haha! Ah, ich kann nicht mehr. Shit. Ja, auch jetzt kann ich noch. Haha, jetzt noch. Yeah! Mehr! Noch einer. Zack! Das ist ja geil. Yeah! Ups, was war das denn? Mehr! Fuck you! Schade, habe ich nicht mehr gekriegt. Wie ärgerlich. Rang A. Yeah! Yeah! The road is blocked by barricades. We will proceed through the buildings. You will follow me. Klar. Es wäre cool, wenn es einen Mod gäbe. Warte mal kurz, bevor ich hier lang gehe. Was? Was ist das denn?
Oh, das sind ja die Dinger nochmal. Oh, nee. Fuck you. Oh, lass mich raten, ich kann hier nicht lang, wa? Das dachte ich mir. Oh! Ah, wie ich das immer hasse. Oh, das ist doch so bescheuert hier, ey. Lass mal jetzt die Schilder hier kaputt machen. Komm schon. Ah. Ich glaube, aus dem kriegt man keinen Saft raus oder so. Was ist er denn? Schon. Ah, hier dieses Gewackel. Schaut euch das an. Das ist total zum Kotzen. Oh, Alter. Sag mal. So, erstmal das Ding hier holen. Danke. Ah, die Dinger sind scheiße, ey. Aber ich muss sagen, was mich hier ein bisschen ankotzt, ist die unsichtbare Wand. Das hätten sie ein bisschen. Naja. Roger. Upgrading security status. Contact. Aha. Was ist der andere? Ja, komm, schieß doch. Meins. Ah. Your route through Denver has been plotted based on data culled from various security systems. Ja, komm. I took the liberty of adding a guidance device to your chassis to ensure you do not stray too far. Handy, eh? Ja, ich weiß. Haben wir hier noch irgendwas? We intercepted call for backup during your last fight. The caller's position is on your Soliton radar. You can engage if you wish. It is your choice. Ja, klar mache ich das. Hallo? Damit kriegst du halt noch mehr, kriegt man noch ein bisschen mehr von diesen KPs halt, ne? Here comes more of it. Fuck.
Geil! Fuck! Her damit! Du bist eh schon Toast. Cool. Ah. Ja, da gibt es noch so ein paar extra Punkte offensichtlich. Dafür war es da. Meine Güte. Aber ich sehe ja hier gerade, also sollte ich nochmal auf so einen Kack-Gegner kommen, hier, ich habe 5 von diesen Reparatur-Nanopaste, weil ich das sonst nicht benutze, weil du ja im Endeffekt ja sowieso die ganze Zeit das Zeug hinterhergeschmissen kriegst. Also, wie Raiden ja schon sagt, das sind alles laufende Vending-Machines. Aber lass mich nochmal kurz schauen hier. Aber was ich halt eben blöd finde, ist, dass die hier mit so unsichtbaren Barrieren. Hier ist es okay. Hier sehe ich ganz genau, dass ich hier nicht durchkomme, ne? Aber dann quasi jedes Mal, ja, dass du da nicht mehr weiterlaufen kannst durch so eine unsichtbare Barriere, ist halt ein bisschen cheap, ne? Also das könnte man anders regeln, indem man da irgendwie ein umgefallenes Auto oder was weiß ich denn nicht. Ihr wisst ja, es gibt doch genug andere Spiele, wo das richtig gemacht wird. Ah, hier haben wir was. Ich find's übrigens komisch. Aha! Scheiße. Schaut mal. Als Raiden am Anfang noch da war, hat er das Schwert auf der rechten Seite an der Hüfte getragen. So wie es eigentlich sein soll. Es gibt auf YouTube so einen Kanal, ich kann euch den Namen nicht sagen, aber auf jeden Fall Schwerter, die auf dem Rücken sind schwierig. Ne? Es ist schwierig. Das Rausziehen aus dem Rücken, also quasi so hinten rausziehen, ist sehr umständlich und ist gar nicht so easy, wie es aussieht. Aber hier, ich weiß gar nicht. Ach nee, warte mal. Ja, das ist an der Seite so leicht offen. Seht ihr das? Da ist so ein kleiner Schlitz. Da ist so ein Schlitz an der Scheide, damit er das quasi so raushebeln kann. Ne? Weil sonst müsste er ja das komplette Schwert bis zur Spitze nach oben hin durchziehen und so lang ist sein Arm nicht. Deswegen ist das hier so ein bisschen angewinkelt, so ganz komisch. Aber deswegen, nur kurze Info, deswegen trägt man das eigentlich mal an der Hüfte, weil da ist es bequemer. Bequemer zu entfernen, also rauszuholen das Schwert aus der Scheide. Raiden, what's your status? They trashed my car. I'll have to go the rest of the way on foot. Do you really have to do this? Look, I'm fed up with all of it. Companies like ours, yours, bend the laws when it suits business. Why not bend it when it can save innocent lives? Raiden. Boris, listen to me. That VR training, they'll be warped into killing machines. They'll be set on POWs, civilians. It'll be one atrocity after another. Like what you went through. We can't have any more Jack the Rippers. You saw what happened with George. I'm doing this, Boris. I have to. I can't save those kids from becoming cyborgs, but I can stop them from becoming murderers. Say you succeed. Say you get all the brains back. Then what? Just so happens I know un great cybernetic surgeon. Doctor. But he cannot... You won't change my mind, Boris. This is my fight now. And your wife and son? What of them? They're in New Zealand. Safe. Rose would understand why I have to do this. All right, damn you. You do realize Marshall has the contract for law enforcement throughout the city. They are the law in Denver. Yeah, we've met. Well then. Officially, Maverick Incorporated condemns you and your actions as unlawful. And a pain in the asshole. Now, increase your codec encryption. Do not worry about the lag. And unofficially? I'll do all I can over the codec to help. I do not like what those Mudaki are doing any more than you. Spasiba, Tavarish. Spasiba. Okay. Lass mich mal kurz hier mit die Leute quatschen. Boris, I want to check how raising the codec encryption level affects transmission. Copy. Reading you 5, Raiden. You? Loud and clear. I'm seeing a reduction in peak power when sending.
We're on a broader direct sequence spread spectrum? Da. Frequency hopping pattern changed to blue 1. Copy. Interference still appears below process gain, too. Hell of a system. Worth every dollar. What is your processing load? I pinged HQ data storage with my tactical data line. The increase in latency is below 5%. Хорошо. In that case, it will not affect mission. Our system is just one notch below toughest security available. Denver police cannot see we are even transmitting at all. All our communication is perfectly safe. Copy that. Copy that. Jesus, Raiden, this is a little over the top. I mean, I've seen you pull some shit before, but this, it... You should know me better than that by now, Kev. I thought I did. Look, I know there's no legal way to stop World Marshal, but there has got to be an alternative to going on a rampage smack dab in the center of Denver. No alternatives, Kev. I'm getting those kids out. Raiden, that VR training, it's like what you did in Liberia? Judging by what Sundowner said in Mexico? Yeah. That scientist called it the Sears program. After ex-President George Sears, a.k.a. Solidus Snake. Yep. Ironic that kid shares his name. Solidus trained child soldiers in Liberia while working as a CIA paramilitary. It's not a happy memory. All the drugs, the non-stop violence, it destroyed my sense of judgment completely. I was made to kill soldiers, POWs, civilians. Raiden. The next thing I know, Jack's back. I thought it was all in the past, but there I am, attacking a child. You didn't have any other choice. Other kids would have died. That's not the problem. I lost my cool back there. All I could do was think how much I wanted that guy dead. A lot of us would have done the same. Even if it meant killing George? He's not dead, though. Actually, he really digs his new body. Oh. Either way, I'm shutting this program down. Maybe they've got it better than me. They don't actually have to kill anyone in reality. But they're still going through the motions, having it pumped straight into their senses, just like real life. All right. Just give me a call if there's anything I can do. Sure. Klar. Raiden out. Möchte ich sagen, das gefällt mir jetzt sehr, dass Raiden so mit sich so im Zwietracht ist, ne? Der hat so innere Dämonen halt, die raus wollen halt, ne? Die quasi von seinem damaligen Training kommen und gleichzeitig aber auch diesen Gerechtigkeitssinn, den in ihm so, es sind wie so zwei Kräfte, die in ihm wirken und an ihn reißen, wie und was und warum. Ist schon geil gemacht, muss ich sagen. Möchte ich sagen, wenn dieses muss ich sagen nervt. Möchte ich sagen. Aber übrigens die Frage an euch. Wenn ihr das Gehirn von jemandem rausnimmt, von einem Kind, ist das Gehirn immer noch ein Kind? Was ist denn die Definition eines Kindes? Eigentlich der Körper, oder? Wenn es nur noch das Gehirn ist es dann immer noch ein Kind? Ein Kindergehirn, aber es ist ja im Prinzip ja kein... Es ist so ein bisschen, als würdest du den Prozessor aus einem Computer rausnehmen und würdest du diesen Prozessor alleinstehend noch als Computer bezeichnen. Eigentlich nicht. Es ist nur noch ein Computer, nur noch ein Prozessor, nicht mehr der Computer. Also ist das Gehirn nicht mehr das Kind, sondern nur noch das Gehirn. Courtney würde mir schon sagen. I heard what happened, Raiden. I don't know if I can offer much help, but at least I'm still here to save your data, okay? Thanks. If things get bad, go ahead and delete. If worse comes to worse, I'll do it. But we're on an encrypted line, so we should be okay. Did you want to save? By the way, what did Boris mean when he said those brains were for medical purposes? They're not just spare parts. Legally, they have human rights. They just don't have bodies. Okay. They aren't covered under the Arms Trade Treaty. They can even be legally adopted. Adopted? They're brains. Not as the law sees it. These are street kids after all. Most of them have no ID or papers whatsoever. Local mobs gather these kids up, declare them for adoption, and then send them off to a U.S. medical facility for treatment. So you're saying Desperado didn't actually buy those kids? Directly, at least? They're not stupid. Just evil. The basic idea is that the Mafia has these orphaned kids, and Desperado pulled their brains, right? Now they need treatment.
so the Mafia sends them to the medical facility to get them new bodies. A World Marshal medical facility. One that only exists on paper. Once the brains cross the border, next stop is World Marshal HQ. The plan is to put them into factory bodies and assemble the cyborgs here in Denver. Pretty convoluted process. If there's a silver lining to all this, it's that the first brains only shipped a month ago. Doc confirmed that in the data he's collected. You can speed up the VR training process for AIs, but not with human beings. So it's likely none of the kids have completed training yet. Thank God. That training, though. Sorry. I should get back. We can talk later. Aber ich versuche das gerade so ein bisschen zusammenzukriegen. Das sind nur die Gehirne. Ja, und die nehmen dann die Gehirne und schließen dies an diese VR-Mission an und trainieren die dann dort. Ich meine, stellt euch vor, ihr seid nur das Gehirn. Ja, schwierig, ich weiß. Ich weiß. Aber ihr habt keine Connections, ihr habt ja keine Augen. Okay, die Augen hatten sie wohl noch. Was komisch war. Aber sie haben auf jeden Fall keine Ohren, keine Haut. Sie spüren im Endeffekt nichts. Und das Gehirn selbst spürt ja auch nichts. Also das Gehirn, wenn ihr zum Beispiel jemanden mit einem Messer oder irgendwie euer Gehirn oben in die Rinne schneidet, spürt ihr das nicht. Das Gehirn selbst hat keine Schmerzrezeptoren. Dann ist doch die VR-Mission gerade für die das Beste, weil da kommen sie wenigstens so vor, als hätten sie einen Körper. Ich meine, aber dieser Kojima, ne, der ist doch krank im Kopf. Jetzt mal ernsthaft. Das muss man sich mal ausmalen. Die tun Waisenkinder auf der Straße einsammeln, entnehmen ihre Gehirne und transportieren dann die Gehirne nach Amerika. Es spart auf jeden Fall viel Gepäck ein. I trust you do not mind my telling George about your ride. Could have done without that, Doc. He didn't need to know I was here. Well, there is no reason to conceal that from him. My intention was not to impugn you. He has a right to know. It's not as if he can simply fly over there and meddle in your affairs. It's throwing off my emotional balance, Doc. Things like that can negatively impact the mission, you know? However do you mean? You did the right thing, did you not? There's nothing to be ashamed of. George has the best body we can give him right now. And the rest of the children are also safe. And quite content too, I should add. It was your quick decision-making that saved them, right? George's body will require regular maintenance, not to mention a replacement upon reaching adult age. But the expense is more than worth it. You planning on signing him up with a PMC? Because that's the only job we're good for, far as I can tell. Oh, you are quite mistaken there. Just consider it. The power of a machine matched with the nimbleness and creativity of a human. The construction and public works possibilities alone are endless. I saw a news piece on German TV just the other day about a cyborg plumber, in fact. Let's not forget about elder care either. One needs great strength to bathe and care for the bedridden. But it's also very delicate work, if you follow. Not the sort of thing you'd leave to a machine. Sounds great. So long as we don't start replacing the old folks' bodies too, just because they're old. A valid concern, yes. I recall reading a comic like that once. An old farmer created a cybernetic body to fight evil military scientists and so on. Yeah. But can't George do anything besides physical labor, though? Oh, he has every right to choose another path. If he opts not to take advantage of his body's physical strength, he's free to pursue academia instead. His body provides a completely ideal chemical environment for his brain, after all. I can certainly see how that would prove handy in the realm of higher education. The only problem would be how to cover the costs. The issue of student loan debt in the US is thorny enough already, even for normal students. Yeah. All this stuff's not just George's problem, though. All the other brains I'm gonna rescue will have to deal with it, too. Giving them bodies won't be the end of their problems. It'll be the beginning. Indeed. On a happier note, though, excellent work in bringing George's lower body back. Now he'll very likely be able to produce children in the future. Bravo! Ja, okay, jetzt raff ich's. Also, Raiden hat nicht nur den Typen in 2 Hälften geschnitten, sondern ihn auch. Er hat also einmal komplett durch beide durchgeschnitten und ihn haben sie aber gerettet und quasi einen kybernetischen Körper gegeben. Aber ich hatte vor kurzem mal etwas darüber gesehen. Das Gehirn, also wenn ihr, sagen wir mal, ihr trinkt einen Kaffee, ja,
Und das ist wie so ein Buff, könnte man sagen. Wenn man jetzt mal in Videospielform sagt, ist es wie so ein Buff. Nur mit diesem Buff kommt auch, wenn der Buff vorbei ist, ein Debuff. Und das Gehirn muss sozusagen die Chemie wieder oben richtig zusammenmischen. Was ich jetzt nicht ganz verstehe ist, der Cyborg-Körper tut sein Gehirn optimal versorgen mit allem Elektrolyten und sowas, was er braucht. Aber tut das normale Gehirn nicht auch, der normale Körper? Ich meine, gehen wir mal davon aus, man isst ganz nur gewöhnlich. Man isst Obst, Gemüse, Kohlenhydrate, Fette, so viel wie man eben nun braucht, was die Wissenschaft aktuell sagt. Und hat genügend Salze und Zucker, ihr wisst, was ich meine. Dann ist man doch auch optimal versorgt. Jetzt verstehe ich nicht so richtig, was jetzt dieser kybernetische Körper besser versorgen soll, als was der eigene Körper schon jetzt kann. Das klingt so ein bisschen, als ob der eigene Körper es nicht hinkriegt, sich selbst gut zu versorgen und man muss jetzt einen kybernetischen Körper ranpacken. Und ich würde auch mal behaupten, dass wenn du einen kybernetischen Körper benutzt und das Gehirn damit quasi versorgst und quasi ständig diesen Buff aussetzt, das Gehirn hat ja die Eigenschaft, immer sehr schnell sich an gewisse Status Quos zu gewöhnen. Ja, also gewöhnt sich schnell an den Punkt und möchte dann immer mehr. Das ist so wie zum Beispiel Drogen nehmen. Der erste Schuss ist immer der geilste und irgendwann gewöhnt sich das Gehirn an diesen Schuss. Ja, und dann musst du immer mehr nehmen. Wäre es da nicht exakt genauso? Ist wie auch die erste Tasse Kaffee. Die erste Tasse Kaffee führt ja auch die erste Tasse Kaffee in euer Leben. Oder die ersten Schluck Cola oder den ersten Zug einer Zigarette. Irgendwie sowas. Ihr versteht schon, was ich meine. Das erste ist immer gut, aber danach ist das Gehirn einmal mit der Chemikalie in Verbindung gekommen und danach entwickelt es so eine gewisse Art Toleranz. Irgendwie so. Und warum sollte es das bei sowas nicht auch passieren, dass die irgendwann quasi, na egal. Ich rede nochmal mit dem Wolf. Your earlier actions were reckless, Raiden. Not to mention the damage to a perfectly good car. I knew the risks when I decided to go through with this. Besides, the car was mine. Maverick sold it to me. It's not meant for private use. It was made for ops like this. Regardless, your approach has proven most antagonistic. You are now a criminal, a public enemy, a police-killing vigilante. Even if your actions reveal World Marshal's designs, you will be unable to avoid legal punishment. Probably not. But that's a price I'll have to pay. I gotta stop that VR program and get those kids back. I sealed my fate the second I attacked George. But George is not dead. In fact, he has obtained an even more versatile body than his previous one. I'm not talking about that. I'm talking about me. I was a child soldier in Liberia. Like Miss Trawl said, I was a mentally deranged child. People feared me, called me Jack the Ripper. A result of the so-called Sears program. I thought I'd left it all in the past. But just like that, Jack came roaring back. This is why you are so driven to terminate the VR training? I understand. I will continue to cooperate. Copy that. Es ist was Persönliches, ja. Gut. Speichern? Ja, bitte. Raiden? Yeah. Once you get those brains back, what are we gonna do with them? I still gotta discuss that with Doc. He's still got the brains from Mexico, but the human rights group wouldn't take them in. It didn't sound like it was going too smoothly. Yeah, that's what he told me too. I can understand the NGO's position, but these kids, they're completely helpless in all this. I know. We don't have nearly enough cyborg bodies for all of them. And if we want to give them child-sized bodies, they'd have to be almost entirely custom-made. For now, Doc's sending virtual environment data to their brains, just like their VR training. At least that should help cut down on their stress levels. Ja, sie bringen die in so but that eine... only works up to a point, doesn't it? Doc said he can't simulate realistic human interaction with the tech we have right now. They must be lonely. And they know lonely. None of them had families. That, or they were abandoned by them. Ja, sie haben keine Gehirn. For some of them, Die müssen the in einer real Traumwelt world might leben. not be a whole lot different. You know what my childhood was like. I'd take life in an empty room by myself over that any day. Raiden. It's a work in progress for sure. But Doc will work something out.
Gut, Leute. Dann mache ich hier erstmal eine kleine Pause. Und mache später weiter. Und mache das dann auch als separates Video. Ne? So, dann haut ihr erstmal rein. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.